Kaum eine Automarke hat eine so große Historie wie Alfa Romeo. Geboren Anfang des 20. Jahrhunderts war selbst Enzo Ferrari nur ein Rennfahrer der italienischen Sportwagenmarke. Wir sehen's, die Fußstapfen sind groß, doch genau deswegen sind wir hier. Willkommen zu einem neuen Stefan Drives Video, in dem wir alle Modelle von Alfa Romeo testen und schauen, wie es um die Gegenwart und um die Zukunft steht. Aber bevor wir in die Autos steigen und fahren, schauen wir uns an, woher die Marke Alfa Romeo kommt. Denn kaum eine Sportwagenmarke oder generell Automarke definiert sich so sehr über die Vergangenheit wie Alfa Romeo. Um die Zukunft zu verstehen, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Also, kommt mit! Das Auto, der erste Alfa Romeo aus dem Jahr 1910 mit 24 PS und gefertigt aus Holz. Natürlich nicht der Motor, der ist aus Stahl oder Eisen logischerweise, aber das Auto ist aus Holz. Über 100 Jahre her, wirklich beeindruckend. Wenn wir vom Design sprechen und seiner Zeit voraus sein, dieses Auto sieht aus wie ein Prototyp aus den 80er Jahren. Doch Alfa Romeo hat mit Bertone und einem ehemaligen Designer von Lamborghini das geschaffen. Ein Designkonzept aus dem Jahre 1968. Ein Auto aus den 60er Jahren, das so aussieht. Unbeschreiblich, wie weit Alfa Romeo seiner Zeit voraus war. Auch wenn das Auto nie auf die Straße gekommen ist, hat es gezeigt, wohin die Reise führt und zu was die Italiener imstande sind. Ich bin immer noch geflasht, was Alfa Romeo hier im Museum hat. Denn wie kaum eine zweite Marke haben die Italiener eine Historie über ein Jahrhundert, gefüllt von Motorsporterfolgen und legendären Sportwagen. Aber jetzt stehen wir hier, 2025, und fahren das, was Alfa Romeo jetzt auf die Straße bringt. Und wir beginnen beim Alfa Romeo Stelvio. Das Stelvio ist seit über 7 Jahren auf der Straße und auch nach wie vor ein wirklich schönes und gelungenes SUV. Und jetzt als Intensa mit schwarzen Akzenten, goldenen Felgen, einem schönen Lederinterieur und einfach, ja, nochmal ein Feuerwerk zum Ende der Modellbaureihe. Denn bald ist Schluss und bald kommt ein neuer elektrischer Stelvio. Aber jetzt geht's los, wir steigen ein und fahren los. Nach den ersten Kilometern im Stelvio fühlt man sich schon wie zu Hause. Und das hat einen Grund. Denn das große SUV aus dem Hause Alfa ist schon seit, glaube ich, über 7 Jahren am Markt und schon ziemlich etabliert. Aber das Alter merkt man dem Stelvio eigentlich wirklich nicht an. Von außen wissen wir es, ist er echt noch immer schön. Und im Innenraum haben wir hier in der Intensa-Variante eigentlich überall Leder. Und für mich immer noch ein Highlight, diese schönen Schaltpedals aus Aluminium, die wirklich angenehm kühl sind. Wo man das Alter aber merkt, ist hier im Infotainment. Hier hat Alfa Romeo vor einigen Jahren einen Blick rüber zu BMW gemacht und dementsprechend lässt sich auch hier das Infotainment-System mit einem Dreh- und Drückregler wie im 3er BMW steuern. Aber hier geht das schon zum Teil recht behäbig und ist etwas unübersichtlich. Aber man kauft sich keinen Alfa Romeo wegen der Bedienung, sondern man kauft sich einen Alfa Romeo wegen dem Stil. Und sowohl innen als auch außen ist das Stelvio ein wirklich stilvolles SUV für die ganze Family. Zwar sind die Sportsitze etwas eng, aber vielleicht bin ich auch ein Stück zu breit dafür. Nichtsdestotrotz macht das Auto einen wirklich guten und soliden Eindruck. Der solide Eindruck spiegelt sich auch im Motor wider, denn hier haben wir, ja, zwar recht Alfa untypisch, einen Dieselmotor am Werken mit etwas über 200 PS. Und ich glaube, das reicht auch. Ja. Der Stelvio ist kein Sportwagen, er ist ein SUV. Und für ein SUV dieser Klasse ist ein Dieselmotor 4 Zylinder, 210 PS, sparsamer Verbrauch, genügend Drehmoment, einfach die richtige Wahl. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, warum sollte man sich einen Alfa Romeo Stelvio kaufen?
Und die Antwort liegt auf der Hand. Das Auto steht für sich. Das Auto hebt sich ab von der Masse. Es ist nicht so perfekt wie ein BMW X3 und ja, nicht so langweilig wie ein Audi Q5. Ein Stelvio ist ein Statement. Ein Statement und ein Commitment für Design und ja, irgendwie auch Lifestyle. Man mag es kaum glauben, aber auch das ist ein Alfa Romeo und zwar ein sehr erfolgreicher. Wir stehen hier vom Alfa Romeo Tonale, dem zweitjüngsten Mitglied der Familie. Und wir stehen hier vor einem Kompakt-SUV, das sich in Österreich, Deutschland und der Schweiz wirklich gut verkauft. Wir haben hier 280 PS, also ziemlich viel Leistung, Allradantrieb und wirklich fesches Design. Da kann man sagen, was man will. Ja, ich bin ehrlich, ich hätte auch lieber ein leichtes Coupé mit Handschaltung von Alfa Romeo, aber wir haben 2025 und die Leute wollen genau das. Ein kompaktes SUV mit ca. 4,4 Metern Länge, mit Platz für 5 Personen und Gepäck. Aber dennoch ein SUV, das groß genug ist oder klein genug ist für Großstädte in Europa. Und sparsam. Sparsam, aber dennoch dynamisch. Und wie das fährt, das finden wir jetzt heraus. Es wird sehr schnell klar, wofür der Tonale konzipiert worden ist. Der Tonale ist ein Familienmensch, der aber bei den Ausmaßen dennoch kompakt ist. Und der Tonale ist ein Alfa Romeo für die Leute, die keinen riesigen Wert auf Sportwagen-Fahrleistungen legen. Aber in seiner Klasse, im Verhältnis zu seinen Konkurrenten, ist er trotzdem in den Grundzügen sportlich. Denn sportlicher muss er gar nicht sein. Alfa Romeo wirbt immer mit Emotionen. Und ja, die Sache mit den Emotionen ist Ansichtssache. Wir haben auch hier ein wirklich schönes Interieur. Wir haben auch hier die schönen Schaltwippen und endlich ein moderneres Display. Aber das Auto will kein Sportwagen sein und will auch kein Performance-SUV sein. Aber es ist ein SUV mit Stil, Platz und wirklich moderner Technik. Guten Morgen an Tag 2 und guten Morgen aus dem Alfa Romeo Junior, dem jüngsten und kleinsten Familienmitglied der Alfa Romeo Family. Und wir fahren jetzt eine Runde um den Comersee und schauen mal, was der kleine Alfa so kann. Nach den ersten paar Kilometern im Junior wird eigentlich relativ schnell klar, wo das kleine Alfa SUV seine Wurzeln hat. Denn hier merkt man es schon sehr stark, dass das Alfa Romeo allgemein Teil der Stellantis-Gruppe ist. Die Schrift hat im Display hinterm Lenkrad, die Knöpfe, es wirkt alles sehr Peugeot-like, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Denn man muss sagen, ich sitze im Junior wirklich gut und die Materialien sind allesamt sehr hochwertig und das Mild-Hybrid-System, hier mit über 130 PS, funktioniert wirklich tadellos. Ja. Auch hier, es ist ein kompaktes SUV für die Stadt, aber im Vergleich zur Konkurrenz wirklich gut gelungen. Wir fahren jetzt die Berge rauf und dann schauen wir uns den Junior mal von außen an. Also hier macht der Alfa Romeo Junior schon wirklich Sinn. In den kleinen, engen Straßen rund um den Comersee ist das wirklich kleine SUV wirklich zu Hause und da kann man sagen, was man will. Ich glaube, bei Alfa Romeo läuft das Ganze wie folgt ab. Die Mutter Stellantis kommt zu den Managern in Italien und sagt, Ragazzi, wir müssen Autos verkaufen. Aber Alfa Romeo muss die Bauteile nutzen, die Stellantis ihnen zur Verfügung gibt. Und ich bin der Meinung, dass Alfa Romeo aus den Baukästen, die Stellantis aktuell hergibt, das meiste macht. Ja, wir haben hier ein 4,20 Meter langes Kompakt-SUV, aber das ist wirklich schön. Ich sage es euch, wie es ist. Ich will es mir nicht kaufen, weil ich jetzt kein Kunde bin für ein Kompakt-SUV, aber ich verstehe jeden, der das kauft. Und der Alfa Romeo Junior ist wahnsinnig beliebt. Zu Recht. Kompakte Ausmaße, schönes Design, das irgendwie sich von der Masse abhebt. Und wir haben eine gute Technik. Hier als Mild-Hybrid funktioniert das Ganze echt ziemlich gut. Der Verbrennungsmotor schaltet sich ab und zu ab und in der Stadt fährt man so eigentlich oft elektrisch. Trotz kleinem Akku. Wir haben ein Kofferraumvolumen von ca. 415 Litern.
Und das reicht für ganz viele tägliche Fahrten, für Einkäufe und kleine Citytrips. Die Frage ist nur, kann es Alfa Romeo schaffen, auch in Zukunft sich abzuheben und auch in Zukunft diese Alfa Romeo DNA, von der sie immer schwärmen und mit der sie immer werben, beizubehalten. Und dafür springen wir bald mal in die Giulia, die das Ganze ausgelöst hat und hoffentlich auch in Zukunft beibehält. Endlich ist es soweit, wir sind am Ende unseres Alfa Romeo Speed Datings angelangt und bei meinem absoluten Highlight, der Alfa Romeo Giulia. Natürlich auch hier als Intensa-Variante. Das heißt, natürlich Facelift-Modell, schwarze Exteriordetails und goldene Felgen. Im Innenraum haben wir auch hier ein schwarzes Leder und braune Nähte. Also insgesamt eine sehr stimmige Farbkombination. Natürlich als Highlight im Außenbereich die schöne Farbe Verde Montreal. Unter der Haube wirkt hier ein 4-Zylinder Benzinmotor mit 280 PS, also mehr als genug Leistung, Allradantrieb, also ein wirklich solider Motor, der sich über Jahre bewährt hat. Wer noch mehr Leistung möchte, der kann noch bis Sommer zur Quadrifoglio greifen. Die erkennt man am Kleeblatt, am Kotflügel und an den 510 PS aus einem V6 Biturbo. Genau diese Quadrifoglio ist für mich immer noch ein großer Traum, aber wer diesem Kanal schon mal folgt, der wird vielleicht schon bald in einigen Wochen das Video mit einem meiner absoluten Traumautos sehen. Aber zurück zur Giulia, die hier steht. 2016 wurde das Auto vorgestellt, das heißt vor fast schon 9 Jahren. Und die Giulia hat Alfa Romeo auf ein neues Level gehoben. Denn endlich hatte die italienische Sportwagenmarke wieder ein richtiges Auto, auf das sie stolz sein können. Die Giulia ist für mich seit einigen Jahren eine der schönsten Sportlimousinen am Markt und für mich einfach auch so ein Alleskönner. Das Auto ist ca. 4,65 Meter lang, hat Platz für eine kleine Familie, hat einen Kofferraum, der für den Alltag absolut ausreicht und ist dennoch wirklich, wirklich sportlich. Das liegt in der Plattform. Denn die Giulia und auch der Stelvio basiert auf der Giorgio-Plattform. Das klingt cool und diese Plattform wurde später auch von Maserati übernommen. Das heißt, wer eine Alfa Romeo Giulia fährt eigentlich auch eine Maserati Gran Turismo. Und wie diese Alfa Romeo Giulia Intensa fährt, das finden wir jetzt heraus und fahren zurück nach Mailand. Die Zeit mit der Giulia war viel zu kurz und der Verkehr rund um den Comersee viel zu dicht. Aber ihr müsst mir einfach glauben, wenn ich sage, dass meiner Meinung nach die Alfa Romeo Giulia der letzte richtige Alfa Romeo im aktuellen Modellportfolio ist. Stelvio, Junior und Tonale, die sind alle wirklich gute Autos und in ihrem Segment bestimmt sportlich und echt gut gelungen. Ich kann es nicht erklären, aber irgendwas macht die Giulia mit mir. Ja, das Display reagiert langsam und ist zu klein und zu alt. Die Haltbarkeit ist vermutlich auch nicht die beste und die Qualität an manchen Stellen auch nicht so gut wie bei BMW und Mercedes. Aber die Giulia löste mir einfach eine Emotion aus und einfach eine Lebensfreude. So blöd es klingt, ich liebe das Auto wirklich heiß. Auch wenn das Speed-Dating mit den Alfa Romeo Modellen heute und gestern etwas zu knackig war, arbeite ich hart an einem längeren Testeinsatz mit meiner heißgeliebten Alfa Romeo Quadrifoglio. Und es sieht ganz schön gut aus. Das heißt, ich verabschiede mich heute und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Alfa Romeo aktuell haltet und welches Modell für euch in Frage kommt. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.